Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Kennt ihr das? Da guckt ihr online ein Produkt an und fragt euch, warum es diesen oder jenen Preis hat. Und das geht natürlich in die eine und in die andere Richtung. Und dann bekommt ihr es und denkt euch, deswegen. Und so ein Produkt ist der Violo-Anhänger. Und den gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Zunächst ein Transparenzhinweis. Violo hat uns diesen Anhänger für dieses Video ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und Sie bekommen das Video auch vor der Veröffentlichung nicht zu sehen. Wir sind komplett herstellerneutral. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Erstmals sichtbar wurde das Violo-Projekt 2023, als die Kickstarter-Kampagne startete. Allerdings arbeiten der Produktdesigner Johann Schmidt und sein Team schon seit 2021 daran, einen sexy Transportanhänger auf den Markt zu bringen, der nicht nur gut aussehen und gut fahren bzw. hinterhergezogen werden können soll, sondern auch in Praktikabilität nicht hinten anstehen sollte. Und damit sind sie jetzt auf dem Markt. Einen Punkt haben sie auf jeden Fall übererfüllt. Denn dieser Anhänger ist richtig schön. Mit geschwungenen Linien und diesem gebürsteten Aluminium versprüht er so eine richtige Sportlichkeit. Und das als Lastenanhänger. Den Violo gibt es zum Start in zwei Farben. Einmal mit weiß beschichtetem Rahmen und dann in dieser gebürsteten Aluminiumoptik. Was gut passt, denn dieser gesamte Rahmen, also alles, was ihr jetzt silber glänzen seht, ist tatsächlich auch aus Aluminium gefertigt. Und das sieht nicht nur gut aus, wenn man es für sich allein betrachtet, sondern auch natürlich mit einem passenden Fahrrad. Und auch bei der Deichsel gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier diese Standard-Deichsel, die für 26 bis 29 oder 28 Zoll Reifen geeignet ist, wie jetzt auch bei diesem Fahrrad hier hinter mir. Und dann gibt es auch noch, und das ist besonders cool für alle, die ein Kompaktrad oder ein Faltrad fahren und damit den Anhänger ziehen möchten, gibt es noch eine Kupplung für kleinere Laufräder bis 24 Zoll, die dann etwas kürzer ist und etwas weiter nach unten geneigt ist, sodass der Anhänger trotzdem gerade steht und nicht so nach vorne geneigt ist, wenn er an einem Rad mit kleinen Laufrädern befestigt ist. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, nämlich diese hier. Eine extra lange Deichsel, damit ihr mit dem Violo-Anhänger auch lange Gegenstände transportieren könnt, wie zum Beispiel große Bau-Vierkanthölzer oder wahrscheinlich eher ein Surfbrett, SUP oder ein Kajak. Wobei passt das dann dazwischen? Klären wir später. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Details an, um so ein Gefühl für den Anhänger zu bekommen. Das erste ist hier die Deichsel und die Kupplung. Denn das ist das Thule-System und somit kompatibel mit einer Menge Rädern, die bereits mit einer solchen Kupplung ausgestattet sind. Und dann hat man hier diesen einen sehr präzise gefertigten Stift, der an so einem Tüdelband hängt, um das Ganze noch zu sichern. Also das hier wird einfach nur da durchgeführt und dann wird der Stift hier reingesetzt. Und schon sitzt der Anhänger sicher hier in dieser Kupplung drin. Das ist ein sehr einfaches, sehr präzise gefertigtes System, das auch klapperfrei und vor allem quietschfrei sitzt. Und zum Lösen dann einfach wieder die Kupplung oder diesen Stift hier rausnehmen. Das braucht auch ganz gute Menge Kraft. Dann tüdelt man das wieder raus und dann kann man den Anhänger wieder aus dieser Kupplung rausnehmen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Deichsel genauer angucken, dann sehen wir auf der einen Seite dieses Aluminiumteil, das dafür sorgt, dass der Anhänger nicht auf der eigentlichen Kupplung liegt, wenn der irgendwo abgestellt ist. Auch ein sinnvolles Detail. Und diese Hülse,
die hier rübergezogen werden kann. Auf der einen Seite, um diesen Ball noch etwas besser zu schützen, auf der anderen Seite aber auch, weil sich dieser Anhänger auch sehr leicht schieben lässt. Wenn wir uns die Deichsel nämlich mal hier hinten angucken, dann sehen wir, dass die so unterbrochen ist. Und hier ist ein Loch, wo man den Finger reinstecken kann. Und dann kann man dieses Deichselteil komplett abnehmen und einmal um ein paar Grad verdreht wieder reinstecken. Und zack, ist aus dem Anhänger ein Schiebewagen geworden. Klar, für eine große Wanderung oder eine Alpenüberquerung reicht es nicht aus, aber es ist super dafür geeignet, um den Anhänger irgendwie durch den Supermarkt zu schieben und die Dinge gleich da drauf zu laden, ohne sie dann draußen nochmal umladen zu müssen. Also wirklich super einfach in der Umsetzung, und wenn man den dann wieder irgendwo dranhängen möchte, dann drückt man wieder den Knopf, zieht das Ganze raus, dreht es einmal und rastet es wieder ein. Wirklich ein super einfaches System. Und wenn man das Ganze irgendwie raus und wieder reinschiebt und dann nutzt, dann ist das eine wahre Freude, weil das alles so präzise gefertigt ist. Und genau diese Präzision ist das, was nachher die Produktionskosten nach oben treibt. Die nächste Besonderheit bei diesem Anhänger ist die Aufhängung bzw. die Räder. Denn anders als bei den allermeisten anderen Lastenanhängern sind die Räder hier nicht an einer durchgehenden Achse befestigt, sondern einzeln aufgehängt. Und als sei das nicht genug, sind sie dann auch noch gefedert. Und da auch wieder die Präzision in der Machart der Teile, in der Aufhängung, wie das Ganze aufgebaut worden ist wirklich, das habe ich so bei noch keinem anderen Anhänger gesehen. Die Reifen sind jeweils nämlich an einer Schwinge befestigt, die hier vorne angesteckt wird. Das ist alles hier aus Aluminium sehr präzise gefertigt worden. Und dann sind hier oben diese blauen Teile sind Elastomere. Und da gibt es zwei verschiedene Festigkeitsgrade. Und zwar einmal mittelfest und einmal fest, je nachdem, ob ihr mit mehr Beladung regelmäßig unterwegs seid oder mit weniger Beladung. Standardmäßig kommt der Anhänger aber mit den mittelfesten, was so für Gewichte oder für ein Gesamtgewicht bis etwa 50 Kilo ausreicht. Also wenn ihr dann den Anhänger schwerer beladen solltet, regelmäßig, dann sind wohl die festeren etwas besser geeignet. Aber das Coole ist halt, dass sich die auch einfach austauschen lassen. Und der Anhänger lässt sich natürlich auch sehr flach machen, indem die Räder einfach rausgenommen werden. So, auch hier wieder, das sitzt einfach richtig satt in dieser Aufnahme drin. Und ihr könnt auch hier wieder sehen, wie gut und präzise das gefertigt wurde. Und dann lassen die sich natürlich hier einfach in diese Ladefläche reinlegen. Und schon ist das ein sehr flaches Paket, das sich auch mit einer optionalen Halterung einfach an die Wand bringen lässt. Und somit könnt ihr diesen Transportanhänger auch sehr platzsparend in eurer Wohnung lagern. Die Ladefläche des Violo besteht aus einem großen beschichteten Aluminiumkorb, der ziemlich tief ist und dann auch hier mit solchen Anti-Rutsch-Stickern ausgestattet ist, damit auf der einen Seite Ladegut hier auf diesem Aluminium nicht rumklappert und auf der anderen Seite natürlich auch nicht so leicht verrutscht. Dann lassen sich natürlich auch alle möglichen Dinge hier drauf verzurren, und Violo bietet hier extra noch solche Verzurösen an, um eben Gurte da einfach durchzuziehen und Ladegut hier oben drauf zu sichern. Und diese Fläche ist so groß, dass zwei große Getränkekisten easy peasy hier drauf passen und dann auch noch viel mehr Platz ist für weitere Einkäufe. Aber natürlich hat Violo auch einiges an Zubehör. Das erste Zubehör sind diese Bügel hier. Und ihr habt euch vielleicht gefragt, wozu die Löcher in dem Rahmen des Violo da sind. Die sind dafür da, um diese Bügel zu montieren. Und zwar lassen die sich einmal längs montieren, um Dinge von den Rädern so ein bisschen abzuhalten und natürlich irgendwie auch breitere Dinge hier oben zu montieren. Aber auch, das Ganze lässt sich natürlich auch quer montieren für euch Surfer-Girls und Surfer-Dudes da draußen. Denn da kann dann jetzt ein Surfbrett drauf montiert werden, ein Kajak oder auch ein Fahrrad. Ganz einfach. Und dieser Bügel ist auch richtig stabil. Und das zweite sinnvolle Zubehör ist diese Tasche hier. Die wird ebenfalls in Deutschland gefertigt und bietet bis zu 220 Liter Fassungsvermögen
unter diesem X-Pack-Material, das komplett regendicht und komplett wetterdicht ist. Um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie viel da reinpasst, öffne ich mal die Fitlock-Verschlüsse hier, mit der man die Tasche auch so ein bisschen komprimieren kann mit den Strapsen. Dann haben wir hier oben nochmal einen weiteren Schnapper. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Tasche zu verschließen. Auf der einen Seite mit diesem großen Rolltop, aber hier ist auch ein Reißverschluss drin. Und dann bekommt man eben Zugang zu dieser Tasche. Und guck mal, was da alles drin ist. Genau. Diese Tasche ist perfekt für einen großen Campingausflug mit der ganzen Familie. Und da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr reinstopfen können. Aber ihr könnt sehen, wie groß diese Tasche wirklich ist. Und damit sie einem auf dem Anhänger nicht verrutscht, kann man sich hier oder sollte man sich hier mit diesen Strapsen fest am Anhänger verzurren. Tatsächlich lohnt es sich zu entscheiden, ob man die Tasche längerfristig dran lässt oder abnimmt, weil das schon ein bisschen tüdelig ist, aber dafür wird sie einem dann eben auch nicht so schnell geklaut. Und das nächste Coole ist, dass hier hinten dann nochmal so 2 Netztaschen dran sind, um Kleinigkeiten irgendwie noch hier rein zu tun. Ein Schloss zum Beispiel, um den Anhänger zusätzlich nochmal zu sichern. Also richtig gute, hochwertig verarbeitete Tasche, die auch in diesem Rot natürlich super auffällig ist. Wir wollen jetzt aber mal gucken, wie der Anhänger fährt, beziehungsweise das ist ja das falsche Wort, wie er rollt. Wie er sich hinterherziehen lässt. Jetzt sind wir mit dem Veolo unterwegs und um faire Bedingungen zu schaffen, habe ich einmal das Rad gewechselt, damit das Ganze nicht von meiner eigenen Kraft abhängig ist, sondern das Mighty Multitinker darf jetzt den Veolo-Anhänger ziehen. Und wie so oft ist er natürlich auch ganz gut beladen. Wir haben die beiden Mitarbeiter da drin, die liegen ganz unten in der Wanne. Und dann habe ich, um die Tasche noch ein bisschen auszufüllen, ist dann noch das Zelt irgendwie und 2 Schlafsäcke drin. Auf jeden Fall eine Beladung von gut und gerne 42 Kilo jetzt hier hinten drauf. So, die ersten Meter wollen wir mal gucken, wie das Ding hier über Offroad fährt, über Gravel. Und was beim Beschleunigen schon auffällt, dass der Anhänger nicht hin und her wippt. Also gerade günstigere Anhänger wippen beim Beschleunigen so ein bisschen im Takt der Kurbelbewegung hin und her. Das macht der hier jetzt gar nicht. Und jetzt ja auch beim Bremsen verhält er sich sehr spurtreu hier bergab. Ich kann natürlich so nur das jetzt euch sagen, was ich gerade selber merke. Ich sehe den Anhänger nicht vor mir, ich spüre ihn nur hinter mir. Beziehungsweise gerade mit so einem starken E-Bike spüre ich ihn tatsächlich gerade kaum hinter mir. Also jetzt beim starken Antreten merke ich ihn doch ein kleines bisschen. Also ein ganz kleines bisschen wippt er dann doch mit. Aber das ist tatsächlich so gering. Das spricht einfach dafür, dass alle Anbauteile, die Deichsel, die Kupplung, dass das alles sehr, sehr fest sitzt und kein Spiel hat, auch kein Spiel in sich. Und jetzt hier bei so einer engen Kurve, da komme ich natürlich mit dem Multitinker so oder so super rum. Aber sollte auch bei anderen Rädern kein Problem sein. Natürlich abhängig von der Reifendicke. Wenn ihr einen 29er fahrt mit dicken Reifen, dann kommt ihr rechts nicht so weit rum wie links natürlich. Das müsst ihr beachten. Bei einem Gravelbike mit schmaleren Reifen habt ihr natürlich nochmal einen deutlich weiteren Lenkeinschlag. Jetzt mal eine schnelle Kurve rein. Also ich muss wirklich sagen, man merkt den Anhänger hinter einem kaum. Und das liegt, glaube ich, im Wesentlichen daran, dass die Hinterräder angestellt sind und einen ziemlich starken Sturz aufweisen. Und somit eben auch die Kraft, der Krafteinfluss nochmal ein etwas anderer ist, als wenn die Räder auf eine gerade 90-Grad-Winkel Achse treffen würden. Hier runter, auch da, also selbst bei solchen Kanten, das bringt den Anhänger wirklich kaum aus der Ruhe. Jetzt bei so einem starken Kopfsteinpflaster merkt man schon ein bisschen, dass er rumpelt, aber das ist sehr, sehr wenig. Kopfsteinpflaster, kein Problem für diesen Anhänger. Das ist echt witzig. Also der rollt darüber wie nichts Gutes. Die Federung funktioniert richtig gut. Also das ist längst nicht so rumpelig wie bei vielen anderen Anhängern. Und dann sind natürlich auch die weichen Reifen, die Big Apple, die da einiges
von den Vibrationen rausnehmen. Ja, dass der Anhänger jetzt trotzdem schwer ist, merkt man natürlich am Zugfahrzeug schon. Aber auch hier wiederum die Bewegung von der Deichsel oder von der Kupplung zur Deichsel zum Anhänger sind erstaunlich gering. Ein wirklich sehr, sehr neutrales Fahrverhalten hier bei diesem Anhänger. Und das hat natürlich zwei Gründe. Auf der einen Seite den Sturz, den ich schon erwähnt habe. Auf der anderen Seite aber auch, dass der durch diese Konstruktion, dass die Last da noch mal niedriger sein kann als bei anderen Lastenanhängern. Dadurch, dass wir hier keine feste Achse haben, sondern nur quasi eine virtuelle Achse. Aber selbst wenn ihr schwerere Sachen weiter oben ladet, ist dann der Anhänger überhaupt nicht kopflastig, weil der eben diesen Sturz hat. Also wirklich cooles Prinzip. Was jetzt auffällt, der Anhänger hängt nicht direkt hinter dem Zugfahrzeug, sondern ein bisschen nach links versetzt von mir aus. Und das führt natürlich dazu, dass man rechts weiter an irgendwelchen Unebenheiten, an irgendwelchen Bäumen, Zäunen etc. langfahren kann. Und das wird Anhänger dran. Das ist echt gut. Also beim starken Bremsen schiebt der Anhänger natürlich von links das Vorderrad zur Seite. Hier ist der Effekt natürlich stärker, weil es sich hier um ein Longtail handelt, das hinten nicht beladen ist. Das heißt, das Heck ist hier noch mal ein bisschen leichter. Ja, aber sehr, sehr neutrales Fahrverhalten. Das gefällt mir richtig gut, wie angenehm dieser Anhänger hinterherläuft. Hier ist eine Engstelle. Aber auch da muss man sich noch nicht mehr groß dran gewöhnen. Der Anhänger ist schmal genug. Also der Veolo rollt wirklich mega gut hinterher. Ihr könnt aus dieser Perspektive noch mal den Sturz sehen, der dafür sorgt, dass er eben so neutral fährt. Und ich war auch echt erstaunt, wie gut diese Federung jetzt gerade funktioniert hat. Aber wir wollen mal sehen, wie sich der Anhänger nach den Wochen der Nutzung geschlagen hat und gehen zurück ins Studio. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und ich konnte den Veolo-Anhänger ein bisschen testen. Nicht so sehr im Alltag, wie wir uns das gerne gewünscht hätten, weil einfach Ende September, Anfang Oktober das Wetter nicht mehr so ganz nach Camping mit der ganzen Familie oder SUP auf der Wakenitz schreit, sondern ich habe einfach mal so ein paar Szenarien überprüft, wie der Anhänger sich da verhält, mit schwererer Beladung, mit weniger Beladung. Und der hat insgesamt echt gut funktioniert. Und in diesem Videoteil wollen wir jetzt mal auf 3 Punkte eingehen, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Ihr findet aber natürlich wieder eine komplette Behandlung anhand der Radlbande-Bewertungsmatrix, soweit sie für Anhänger zutrifft, auf der Internetseite. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gehen wir jetzt mal auf den ersten Punkt ein, der mir richtig gut gefallen hat. Und das sind die Rolleigenschaften. Denn diesen Anhänger merkt man hinter dem Zugfahrrad tatsächlich so gut wie gar nicht. Und sei es ein Pedelec, sei es ein Fahrrad ohne Motor, selbst über Kanten etc. bewegt sich dieser Anhänger so entspannt und so smooth rüber, dass er auch das Zugfahrrad nicht irritiert. Also der schiebt das Fahrrad nicht zur Seite, der drückt nicht von hinten, der zieht das Fahrrad nicht in eine andere Richtung, sondern er bleibt einfach sehr neutral hinter dem Fahrrad. Und das auf eine Art und Weise, die ich bei noch keinem anderen Anhänger erlebt habe. Der zweite Punkt, der mir richtig gut gefällt, ist die sehr gute Verarbeitung und das edle Finish und dass dieser Anhänger auch zum allergrößten Teil aus Deutschland kommt. Und zwar nicht nur bei der Endmontage, sondern auch die allermeisten Teile. Bei den wesentlichen Teilen wurde darauf geachtet, eine möglichst lokale Produktion zu haben. Und das ist, finde ich, ziemlich cool. Diese Tasche hier zum Beispiel auch aus Rostock. Und der dritte Punkt, wo wir gerade bei der Tasche waren, ist das tolle Zubehör. Diese Tasche ist richtig gut verarbeitet, die passt perfekt auf diesen Anhänger drauf und sie bietet natürlich auch am Ende alle Funktionen, um eure Sachen möglichst sauber und möglichst trocken zu halten. Ihr könnt hier sehen, der hat schon ziemlich gelitten, dieser Anhänger, durch das Wetter, aber alles hier drin ist halt sauber, ne? Und dann auch dieses Zubehör, diese besonders lange Deichsel für den Transport von SUPs, diese Bügel, die 25 Kilogramm aushalten und auch den Punkt, dass es diesen Anhänger mit 2 verschiedenen Deichseln gibt, einmal für große Laufräder und für kleine Laufräder. Das ist auch tatsächlich etwas, was nur sehr, sehr wenige Anhängerhersteller bieten.
dass man diesen Anhänger eben auch mit einem kleineren Fahrrad nutzen kann. Also zubehörmäßig ist da alles dabei, was man sich für so einen Bikepacking, Lifestyle, Alltagsanhänger wünschen würde. Und Veolo arbeitet natürlich auch weiterhin an verschiedenen Zubehöroptionen. Allerdings, und da sind wir jetzt bei den Punkten, die uns weniger gut gefallen, ist das Ganze auch nicht billig. Mit 790 € in der Basis ist der Veolo zwar auf einem ähnlichen Niveau wie andere in Deutschland gefertigte Lastenanhänger in dieser Größe, aber natürlich deutlich teurer als viele andere Lastenanhänger, die dann aber tendenziell nicht in Deutschland gefertigt werden und auch nicht so gut verarbeitet sind. Und in dieser Konfiguration mit über 1.200 €, das ist natürlich eine Stange Geld. Also das muss man können und wollen. Der zweite Punkt, den ich verbesserungswürdig finde, ist, dass der Veolo an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu minimalistisch ist. Es gibt zum Beispiel keine Radabweiser hier vorne links und rechts. Es gibt keine Möglichkeit, ein Schutzblech zu montieren und es gibt auch keine Feststellbremse, denn je nachdem, wo ihr ihn abstellt, er rollt halt gut, kommt er dann schon mal recht schnell ins Rollen. Und der dritte Punkt, diese nicht rechteckige Ladefläche ist zwar schick, aber ist für den einen oder anderen Nutzungszweck vielleicht nicht so ganz geeignet, weil dann links und rechts ein bisschen Platz verschenkt wird und der Anhänger dadurch natürlich auch ein bisschen breiter ist, als er eventuell sein müsste. Aber das ist etwas, was ihr entscheiden müsst, ob euch das stören würde. Aber für wen ist er denn jetzt geeignet? Der Veolo Cargo Anhänger. Wenn ihr statt der Bialetti die La Marzocco mitnehmen wollt auf eure Bikepacking-Abenteuer, dann ist das der Anhänger für euch. Also maximal Bikepacker oder auch gerade Familien, die regelmäßig auf Campingausflüge gehen, die dann ihren ganzen Kram hier reinstopfen können. Das ist, glaube ich, so der perfekte Anwendungszweck für diesen Anhänger. Gerade auch dann, wenn ihr eben nicht die ganze Zeit über Asphalt fahrt, sondern auch mal ruppigere Wege dabei sind, der ein oder andere Wald, den ihr durchqueren müsst. Das funktioniert mit diesem Anhänger richtig gut. Oder eben auch, wenn ihr mit dem Fahrrad einfach längere, größere Gegenstände transportieren wollt, die hier oben dann Platz finden können. Und ich finde besonders gut diese Kombination aus dieser Tasche und diesen Bügeln, weil unten kann die Tasche vollgepackt werden mit allerlei Kram. Oben passt dann auch immer noch was weiteres drauf, ein Fahrrad zum Beispiel oder auch die Kinderräder. Und das ist eine ziemlich coole Möglichkeit, um auch im Alltag multimodal unterwegs zu sein. Der Anhänger eignet sich als Einkaufskompagnon, gerade halt mit dieser Handwagenmöglichkeit auch. Man kann hier den allergrößten Einkauf, den bekommt man hier rein und er ist auch von der Belastungskapazität eben groß genug, auch für Getränkekisten etc. Und dank der Federung werden diese Sachen dann eben auch nicht so stark durchgeschüttelt, wie das bei anderen Lastenanhängern der Fall ist. Allerdings eben auch als Zusatz für euer Lastenrad, wenn ihr einfach mal ein bisschen mehr Platz braucht, dann kann dieser Anhänger einfach zu Hause lagern an der dazugehörigen Halterung und wenn ihr ihn braucht, dann ist er einfach immer da. Und das ist, finde ich, eine ziemlich coole Möglichkeit. Ihr müsst allerdings halt auch willens und in der Lage sein, das entsprechende Geld dafür auszugeben. Aber mich hat dieser Anhänger wirklich begeistert. Aber was hältst du jetzt von dem Veolo Cargo Anhänger? Wäre das ein Produkt für dich, das du nutzen würdest? Dann schreib doch mal deine Meinung unten in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefällt und wenn du dabei sein willst, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniere den Kanal. Tschüss, bis dann.